Herzlich willkommen bei CoinCharge. Heute beschäftigen wir uns mit einer Erweiterung für den BTC Pay Server. Es geht konkret um LN-Bank. LN-Bank steht für Lightning Bank und ist eine Erweiterung, die auf dem BTC Pay Server zur Verfügung gestellt wird. LN-Bank ist ein Lightning Wallet System, mit dem Betreiber eines BTC Pay Servers die Möglichkeit haben, für ihre Nutzer eine eigene Lightning Wallet zur Verfügung zu stellen. Dies bietet die Möglichkeit, dass Freunde und Bekannte, die diesen BTC Pay Server mitbenutzen, in ihren eigenen BTC Pay Store neben der Hinterlegung eines XPub-Keys für die Bezahlung per Bitcoin jetzt so eine LN-Bank Lightning Wallet hinterlegen können, um Lightning-Zahlungen zu empfangen. Die eingehenden Lightning-Zahlungen werden dann direkt auf der LN-Bank Wallet des entsprechenden Nutzers gutgeschrieben. Das hat den Vorteil, dass man keinen eigenen Lightning-Node betreiben muss, sondern diesen Lightning-Node des BTC Pay Server Betreibers mitnutzen kann. In diesem Video werden wir erklären, wie du als Administrator oder als Betreiber eines BTC Pay Servers die Erweiterung LN-Bank aktivieren und einrichten kannst. Wir erklären aus Sicht eines Nutzers, wie man eine Lightning Wallet erstellen kann, diese Lightning Wallet in seinem BTC Pay Store entsprechend hinterlegt, damit die eingehenden Lightning-Zahlungen dann direkt auf dieser Lightning Wallet gutgeschrieben werden. Und zu guter Letzt erklären wir, wie du mit Hilfe einer externen Wallet, hier am Beispiel der Blue Wallet, dann diese LN-Bank Wallet integrieren kannst. Das hat den Vorteil, dass du, egal wo du bist, mit deiner Blue Wallet über dein Smartphone dann auf die LN-Bank Lightning Wallet zugreifen kannst und über dieses Guthaben verfügen kannst. Noch ein kleines Shoutout an Dennis, denn Dennis ist derjenige, der dieses LN-Bank Plugin für den BTC Pay Server entwickelt hat. Danke Dennis für deine Arbeit an dem BTC Pay Server und ich bedanke mich für dieses T-Shirt. All das, was wir in diesem Video beschreiben, haben wir auch nochmal schriftlich auf dem CoinCharge Webseite zur Verfügung gestellt. Die URL dazu haben wir hier eingeblendet, beziehungsweise die findest du unten in der Folgebeschreibung. Während jetzt das Intro läuft, eine kleine Bitte, scrollt kurz nach unten und drückt den Like-Button, damit wir bei YouTube besser gefunden werden. Beginnen möchten wir jetzt damit, die LN-Bank Erweiterung auf unserem BTC Pay Server einzurichten. Dies setzt voraus, dass wir als Administrator auf dem BTC Pay Server angemeldet sind. Und als Administrator haben wir hier links in der Navigationsleiste dann die Funktion Manage Plugin. Und wenn wir auf Manage Plugin klicken, da drauf, dann bekommen wir alle Plugins, die uns zur Verfügung stehen. Und hier finden wir LN-Bank. Wenn ihr das erste Mal einrichtet, dann steht da statt Update Install. Ich habe LN-Bank bereits aktiviert, aber eine ältere Version und ich sehe, hier ist die Version 1.3.10 jetzt verfügbar und jetzt zeige ich, wie ein Update funktioniert, denn genauso funktioniert auch die Installation. Also einfach Update und jetzt beginnt das System sich zu installieren und wird dann einen automatischen Restart durchführen. Und danach haben wir dann LN-Banks auf unserem BTC Pay Server eingerichtet und dann findet man auf der linken Seite unter Plugins dann den Menüpunkt LN-Bank. Und hierüber, das können dann alle Nutzer, wenn sie eingeloggt sind, diese Funktionalität LN-Bank dann sehen und dann ihre eigene Lightning Wallet einrichten. Werde ich mich hier als Administrator jetzt ausloggen und als einen normalen User noch einmal anmelden. Ich habe mich jetzt als Administrator auf dem BTC Pay Server abgemeldet und jetzt als einen normalen User angemeldet. Ihr seht jetzt also die Sichtweise, wenn ihr euch als normalen User auf dem CoinCharge BTC Pay Server oder auf einem anderen BTC Pay Server angemeldet hättet, dann würde das genauso aussehen. Ich habe hier einen Demo-Store angelegt bereits mit dem Namen Coffee to Go und wenn ich jetzt hier nach unten scrolle, dann gibt es hier unten eine Funktion, die nennt sich LN-Bank. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und jetzt werde ich aufgefordert, eine Wallet zu erstellen, die den Namen trägt meiner Wahl und ich nenne den jetzt ebenfalls Coffee to Go.
Ich lege den Namen fest, hier in dem Fall Coffee to Go, und klicke auf Create. Und so wird die Wallet bereits angelegt. Die Wallet hat jetzt ein Guthaben von 0 Satoshis und ich habe hier rechts die Möglichkeiten, von dem Guthaben dieser Wallet zu senden oder zu empfangen. Da wir bis jetzt noch kein Guthaben haben, werde ich jetzt mal kurz eine Lightning Invoice erstellen, um etwas Guthaben auf diese Wallet zu erhalten. Ich habe jetzt also eine Lightning Invoice erstellt in Höhe von 1000 Satoshis mit dem Verwendungszweck Testeinzahlung auf Ellen Bank Wallet. Unter Advanced Settings habe ich die Möglichkeit festzulegen, wie lange diese Lightning Invoice gültig sein sollte. Ich werde jetzt hier keine Einstellungen vornehmen oder keine Änderungen vornehmen und werde das so belassen. Also die Lightning Invoice wird dann für einen Tag gültig sein. Jetzt erstelle ich diese Invoice und so sieht die dann aus. Ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Invoice mir zum Beispiel durch den Mausklick in die Zwischenablage zu kopieren und sie dann weiterzuleiten. Hier unten steht auch Copy und dann kann ich sie weiterleiten. Ich habe jetzt meine Blue Wallet geöffnet und dort werde ich jetzt die Lightning-Funktion nehmen und werde jetzt darüber den QR-Code scannen, um diese Invoice zu bezahlen. Scanne den, zahle die 1000 Satoshis. Zahlungen sind weg und wir sehen sie hier auf Coffee to Go sind sie angekommen. Wenn ich jetzt hier oben wieder draufklicke, dann bekomme ich die Transaktionsansicht, also die 1000 Satoshis sind jetzt angekommen. So bekomme ich eine Zahlung. Ich werde aber auch jetzt kurz eine Zahlung ausführen. Ich werde jetzt einfach mal eine Zahlung senden. Und ich habe hier die Möglichkeit, also entweder eine Lightning-Rechnung zu nehmen und sie zu integrieren, oder ich kann auch eine Zahlung zum Beispiel per Lightning-Adresse vornehmen. Das werde ich jetzt mal kurz tun. Ich habe hier jetzt eine Lightning-Adresse eingegeben, drücke auf Senden. Jetzt werde ich aufgefordert zu sagen, wie viel möchte ich senden. Ich sage mal, ich sende jetzt 500 Satoshis. Senden. Und das war's. So sind die gerade versendet worden. Und mein Kontostand hat sich auf 500 Satoshis reduziert. Jetzt wollten wir das aber jetzt nicht nutzen, um eine normale Lightning Wallet Funktionalität, sondern wir möchten gerne diese Lightning Wallet in unserem BTC Pay Store hinterlegen. Und das geht wie folgt. Ich habe hier auf der linken Seite die Funktion Lightning Wallet. Wenn ich da draufklicke, habe ich die Möglichkeit einzustellen, über welchen Lightning Node die Lightning-Zahlungen für meinen Store vorgenommen wird. Und dazu klicke ich dann auf Settings und hier auf Change Connection. Denn defaultmäßig ist die interne Lightning Node hinterlegt des BTC Pay Servers. Aber dieses ist ja die Lightning Node des Betreibers des BTC Pay Servers und dem wollen wir ja die Satz nicht zukommen lassen. Deswegen sagen wir nehmen nicht den Internal Node, sondern wir möchten jetzt hier eine Ellen Bank Wallet verwenden und dann wählen wir diese aus. Und jetzt bekommen wir angegeben, welche Ellen Bank Wallet willst du nehmen? Naja, wir haben nur eine, wenn wir mehrere hätten, würden die zur Auswahl stehen, aber hier ist nur eine. Die geben wir jetzt an und sagen Save. Gehen wir unten nochmal und speichern das sicherheitshalber. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben jetzt unsere Ellen Bank Wallet hier dem Coffee to Go Shop hinterlegt. Jetzt wollen wir das uns nochmal anschauen. Wie sieht denn unsere aktuell? So, das ist also jetzt unsere Ellen Bank Wallet und jetzt wollen wir mal eine Testzahlung machen über unseren Coffee to Go und das können wir in der Form machen. Wir haben hier bei dem Coffee to Go eine App und die verwenden wir jetzt und wir sagen, wir möchten eine Zahlung nehmen in Höhe von 1 Euro. Bekommen wir hier das angezeigt. Hier haben wir die Bitcoin-Zahlung. Wir wechseln das um auf Lightning. Ich habe wieder meine Blue Wallet genommen, drücke auf Senden, scanne den Code, drücke auf Zahlen. Zahlung ist raus, die Zahlung ist hier bestätigt worden. Dann können wir uns dann nochmal anschauen, wie sieht das denn jetzt aus auf unserer Ellen Bank. Und hier gucken wir und hier sehen wir es. Über Coffee to Go wurden jetzt gerade die 5130 Satoshis, also den Gegenwert von 1 Euro bezahlt.
Also auch das funktioniert, dass es jetzt über den BTC Pay Store entsprechend die Lightning-Zahlungen vollzogen werden. Und das funktioniert wie folgt. Ich gehe hier auf das Zahnrad und bekomme hier allgemeine Angaben über meine Coffee to Go Wallet. Also ich bekomme hier nochmal eine Balance angezeigt, ich bekomme Wallet ID, ich bekomme das Datum, wann sie erstellt worden ist. Und ich habe auch die Möglichkeit, hier eine LN-URL-Adresse aufzurufen. Dann klicke ich hier drauf und dann bekomme ich das hier angezeigt. Diesen QR-Code, den kann ich zum Beispiel auf meine Webseite veröffentlichen. Ich könnte den in mein YouTube-Video sie einbinden. Das funktioniert im Grunde dafür, um Spenden zu empfangen. Das heißt also, das ist keine Invoice, wo ein fester Betrag schon festgelegt worden ist, sondern hier ist ein QR-Code. Diesen QR-Code, den kann ich jetzt einfach scannen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, wie viel möchte ich einzahlen, also 1 Satoshi oder mehr. Jetzt kann ich aber den Betrag nochmal ändern. Ich sage, ich möchte gerne 100 Satoshis zahlen. Dann drücke ich auf Zahlen und bekomme jetzt die Meldung, die Zahlung noch. Dann habe ich die Möglichkeit, einen Kommentar einzutragen. Gute. Und okay. Das ist zum Beispiel gedacht, wenn ich eine Spende leisten möchte. Schauen wir uns nochmal die Transaktionen an. Und hier ist dann auch unsere Spende von Gude eingegangen. Jetzt klicken wir wieder auf das Zahnrad, denn jetzt wollen wir das machen, dass wir diese App in unsere Blue Wallet integrieren. Und das funktioniert wie folgt. Hier unten haben wir die Funktionalität, indem wir einen QR-Code aufrufen. Und diese Integrationsmöglichkeiten ist möglich für Wallets, die dieses LND-Hub unterstützen. Das sind zum heutigen Zeitpunkt die Blue Wallet, Zeus und die Albi Wallet. Wir haben eine Blue Wallet und wir werden jetzt wie folgt vorgehen. Wir werden jetzt uns eine spezielle Wallet eröffnen, mit der wir das dann importieren können. Ich sage jetzt eine Wallet hinzufügen. Ich werde eine Lightning Wallet hinzufügen und ich möchte die gerne Wallet importieren. Ich habe jetzt die Möglichkeit, per QR-Code diese Wallet zu importieren. Wo bekomme ich den QR-Code her? Hier sehen wir es, Show QR-Code. Da klicke ich jetzt drauf. Bekomme den QR-Code angezeigt. Jetzt klicke ich auf meiner Blue Wallet auf QR-Code scannen. Das habe ich gemacht. Und ihr seht, zack, sofort integriert. Wir sehen also, auf unserer importierten Lightning Wallet sind 5230 Satoshis. 5730 Satoshis. Das heißt, diese Wallet ist jetzt importiert. Und mit dieser importierten Wallet kann ich über die Blue Wallet jetzt Zahlungen ausführen. Das heißt also, ich kann online oder offline mit der Blue Wallet durch Scannen von QR-Code oder dergleichen Lightning-Zahlungen ausführen. Die werden dann von dieser LN Bank Wallet dann abgebucht. Das war unser Video über LN Bank, der Lightning Bank auf dem BTC Pay Server. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt, die unten in die Kommentare zu schreiben und dann werden wir auch darauf nochmal eingehen. Unter coincharts.io/LNBank habt ihr die Möglichkeit, in Ruhe dieses Video nochmal nachzulesen. Dort findet ihr auch alle Links und weiterführenden Informationen. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, da würde ich mich drüber freuen. Und wenn ihr in Zukunft informiert werden wollt über weitere Videos zum Thema Lightning oder Bitcoin als Zahlungsmethode zu akzeptieren, dann lasst doch einfach ein Abo da. Ich bedanke mich und würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und ciao, ciao.